Lass uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Okay, happy Sabbath to everybody. Segnen Sabbat alle zusammen. The notes are in the live stream. Die Notizen sind in der Livestream-Gruppe. Okay, so over the last several weeks we've been looking at these two times of trouble. Also die letzten Wochen über haben wir uns diese zwei Zeiten der Trübsal angeschaut. Okay, with this little time of peace. Wo in der Mitte dann die kleine Zeit des Friedens ist. And it's really this whole understanding is talking about the end of the world, basically, that comes at the time of the end. Das ganze Verständnis spricht dann letztendlich über das Ende der Welt, was da über uns kommen wird. Okay, so we know that we are in the type right now. There's no Sunday law. Und wir verstehen, dass wir momentan uns im Typus befinden. Es gibt ja noch kein Sonntagsgesetz. But the purpose of this experience now is to prepare us for what's coming. Aber der Zweck dieser Erfahrung ist jetzt, um uns vorzubereiten auf das, was kommen wird. So that God can have a faithful and obedient people to go to the church. Sodass Gott ein treues Volk hat, das dann an die Gemeinde geschickt werden kann. Okay, so we know that at the Sunday law, this beast illustrated by that statue in Daniel 2 rises up. Und wir wissen am Sonntagsgesetz, da wird dieses Tier oder diese Statue aufgerichtet hier. Okay, represented by these 4 kingdoms. Und das dann dargestellt durch diese 4 Königreiche. Babylon, Medo-Persia, Babylon, Medo-Persien, Greece, Griechenland. And then you come to this 4th and last emperor. Und dann kommst du zu diesem 4. und letzten König oder Kaiserreich. Which is Rome, right? Und das ist Rom. And Rome is marked here by these 2 little horns, right? In Daniel 8. Und Rom wird in Daniel 8 durch diese 2 kleinen Hörner dann dargestellt. And these 2 little horns are pagan and papal Rome. Und die 2 kleinen Hörner ist dann das päpstliche und das heidnische Rom. Which is father and son, right? Und das ist nichts anderes als Vater und Sohn. It's this counterfeit kingdom, counterfeiting Christ's kingdom at the end of the Und world. das ist dieses gefälschte Königreich, was letztendlich das Königreich Christi hier am Ende der Welt fälschen wird. Okay, so what I want to do this morning is put some principles that we understand in place. Also was ich heute Morgen machen möchte, ist, ich möchte ein paar Prinzipien an Platz setzen, die wir bereits verstehen. Because we understand that right here comes this last great deception. Denn wir verstehen, dass am Mitternachtsruf diese letzte große Täuschung kommen wird. Okay, so Job gets tested 2 times. Und Hiob wird ja 2-mal getestet. First time, all his worldly cares. Der erste Test sind all seine weltlichen Sorgen und so weiter. And then his own life also. Und am Ende auch sein eigenes Leben. And we understand that we're only going to pass this test if you've given up all the things that come beforehand. Und wir verstehen, dass wir nur diesen zweiten Test bestehen werden, wenn wir zuvor alle anderen Dinge, diese weltlichen Sorgen und Beziehungen aufgegeben haben. Okay, so up here we have the Millerite timeline from 1798 to 1844. Also hier oben haben wir die Milleriten-Zeitlinie von 1798 bis zum 22. Oktober 1844. Which is 46 years. Das waren 46 Jahre. It's a symbol, right? Und 46 ist ja ein Symbol. And you have the 7 thunders, first and second angels' messages. Und wir haben da auch die 7 Donner, die unter der ersten und zweiten Engelsbotschaft ergingen. And that's just is teaching us something about from the time of the end to the closed door, right? Und das lehrt uns etwas von der Zeit des Endes bis hin zur geschlossenen Tür. Which is these 2 times of trouble. Und das sind auch diese 2 Zeiten der Trübsal. Which are marked by number 4 and the number 6. Und die beiden Zeiten der Trübsal werden ja durch die Zahl 4 und die Zahl 6 symbolisiert. But we know that these 2 are just typifying what's going to take place
right in here in this final text. Aber wir wissen, dass diese beiden Linien einfach nur vorausschatten, was dann hier unter dem finalen Test passieren wird. Because we know the number 46 is a symbol of the two witnesses that come face to face with death right here. Denn wir wissen ja, die Zahl 4 und 6 ist ein Symbol für die zwei Zeugen und die kommen hier im finalen Test mit dem Tod ins Angesicht. So on this lower fractal, which parallels the one above it, und hier auf dem Fraktal hier unten, was eine Parallele ist zu dem da oben, you have this in this illustration of Job. Da haben wir dann die Darstellung von Hiobs zweiten Test. Right, okay, so Job's three friends first of all test him, then they cease, and then you have Elihu paralleling this final test, right? Dann haben wir dort erstmal die drei Freunde, die Hiob ja testen, und dann kommt nachher Elihu, nachdem die drei Freunde aufgehört haben, und Elihu ist dann parallel zu dem finalen Test. So what I want to look at today is to try and understand something about this final test that we really need to understand. Und was ich heute mit euch anschauen möchte, ist etwas über diesen finalen Test, was wir unbedingt verstehen müssen. Because Christ says, "Be not deceived," right? Denn Jesus sagt zu uns, hüte dich davor, verführt zu werden. So let's begin. Go to Matthew 24. Fangen wir an in Matthäus 24. Verses 22 to 27. Matthäus 24, die Verse 22 bis 27. And it says, "And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake those days shall be shortened. Then, if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there believe it not. For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect." So, when that time period gets cut short, there's going to arise false Christs and false prophets. Also wenn diese Zeit hier verkürzt wird, dann werden da diese falschen Christus und diese falschen Propheten auftreten. And if it were possible, they're going to deceive the very elect. Und wenn es möglich wäre, dann würden sie die Auserwählten sogar verführen. He says, "Behold, I have told you before. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be." Bis Vers 27. So we know that this is where Satan is going to claim to be Christ. Wir Right? verstehen ja, dass hier Mitternachtsruf dann Satan auftreten wird und beanspruchen wird, Christus zu sein. All character is going to be revealed right here. Jeglicher Charakter wird dort offenbart werden. So it says, "Behold, he's in the secret chambers." We know the secret chambers is a symbol of your heart. In Vers 26 steht ja, siehe, er ist in den Kammern, und wir wissen, dass diese Kammern oder im Englischen Geheimkammern, das ist, was in deinem Herzen ist. So how do you know whether Satan's in somebody's? How do you know whether Christ is in somebody's heart or not? Und woran kannst du erkennen, ob Christus in jemandes Herzen ist oder nicht? Seinem Wirken. By your words and your actions, right? Also durch die Worte und durch die Handlungen, die eine Person durchführt. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, there's no light in Denn it. Jesaja 8, Vers 20 sagt, hin zum Zeugnis und hin zum Gesetz, wenn sie so nicht sprechen, dann ist da kein Licht in ihnen. So go to 1 John chapter 2, verses 18 and 19. Und jetzt gehen wir zu 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 18 bis 19. It says, "Little children, it is the last time," right? 1. Johannes 2, 18, 19. Kleine Kinder, es ist die letzte Zeit. So John makes a statement, and now he's going to explain why he makes this statement. Also Johannes macht hier eine Aussage und erklärt dann, warum er diese Aussage macht. So he says, "And as ye have heard that Antichrist shall come, even now there are many Antichrists, whereby we know that it's the last time." So how is John confident enough to make that statement that it's the last time? Also woran macht es Johannes fest, dass er sicher sein kann, dass jetzt die letzte Zeit gekommen ist oder die letzte Stunde im Deutschen? Because there are many Antichrists, right? Weil es da viele Antichristen gibt. And these many Antichrists are these many false prophets. Diese vielen Antichristen sind diese vielen falschen Propheten. And it tells us about them in verse 19. Und es sagt uns jetzt hier in Vers 19 folgendes. "They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us." So what were they? Also was wurde mit ihnen was passierte mit ihnen?
They were made manifest, Sie right? sind offenbart worden. So it's talking about they were revealed, right? They revealed their character. Sie haben letztendlich ihren wahren Charakter dann offenbart. And they separated from God's people because they were not of God's people, right? Und sie haben sich dann von Gottes Volk getrennt, weil sie nicht wirklich von Gottes Volk waren. Right? So he's telling us these are these many antichrists, Und right? Johannes sagt uns, das sind diese vielen Antichristen. But let's go to 2 Thessalonians chapter 2 that talks about the external antichrist. Aber gehen wir jetzt zu 2. Thessaloniker Kapitel 2, Verse 3 bis 4, das spricht es dann über diese externen Antichristen. It says, "Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come what? A falling away first, and the man of sin be manifest," or revealed, right? "The son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God." So what does Antichrist do? Also was tut der Antichrist? He sits in the temple of God and claims himself to be God, right? sitzt im Tempel Gottes und behauptet, Gott zu sein. So, what's the spiritual temple? Was ist der geistliche Tempel? The human heart, right? Das menschliche Herz. That's why we read in Matthew 24, if you say that he's in the secret chambers, he's in the heart, you've got to test it by the law and the testament, right? Das haben wir in Matthäus 24 ja gerade gelesen, dass wenn sie sagen, siehe es in diesen Geheimkammern, dann musst du das prüfen, ob das stimmt, gemäß dem Zeugnis und dem Gesetz. But what is Satan, how is Satan trying to deceive people in relation to God's word? Aber wie wird Satan es versuchen, die Leute in Bezug auf Gottes Wort zu verführen? Yeah, to try and get them to understand it literally, Er right? versucht, sie dahingehend zu bringen, dass sie es buchstäblich nur verstehen. So I want you to understand that this in an internal aspect is talking about those that claim to have Christ in their heart. There's many antichrists. Also in einer internen Anwendung sind das also diejenigen jetzt hier in 2. Thessaloniker, die behaupten, dass sie Christus in sich haben würden. These are these many antichrists. Das sind diese vielen Antichristen. But on an external aspect, the Pope is literally going to be sitting in a literal temple and claim to be God, right? Aber auf einer externen Anwendung, da wird der Papst in einem buchstäblichen Tempel sitzen und vorgeben, Gott zu sein. Okay, we will see that. Und das werden wir gleich noch sehen. Go to Isaiah chapter 14, Gehen wir zu Jesaja 14. verses 12 to 14. Jesaja 14, Verse 12 bis 14. It says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation, and sit in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High." So, Lucifer has this desire to be like God, right? Luzifer hat diesen Wunsch, wie Gott zu sein. And in order to do that, he needs to sit on the throne on the sides of the north, right? Und damit er das tun kann, muss er auf dem Thron sitzen und dort am äußersten Norden ebenso. Okay, and he wants to, says, I will ascend into heaven, and he wants to ascend above the heights of the clouds, In right? Vers 13 steht, ich möchte in den Himmel emporsteigen, über die Wolkenhöhe mich erheben. He wants to sit on the throne and also over the congregation, right? Also er möchte auf dem Thron sitzen und auch über die Versammlung herrschen. Church and state, right? Das ist Kirche und Staat. This is who Christ is. He's our king and he's our priest, Das right? ist ja, was Christus letztendlich verfüllt. Christus ist unser König und auch unser Priester. Okay, so Satan wants to counterfeit this, right, through his human agents, so that all people will give him worship. Und Satan möchte das fälschen durch seine menschlichen Werkzeuge, sodass letztendlich die gesamte Welt ihm dadurch Anbetung darbringt. So let's allow the Bible to help us to understand this. Und lass uns jetzt die Bibel heranziehen, damit wir das besser verstehen können. Let's go to this next quote from Great Controversy 412. Und gehen wir zunächst einmal zu Ellen White, zu Große Kampf 414.
it says, in the holy place was the candlestick on the south with its 7 lamps giving light to the sanctuary, both by day and by night. On the north stood the table of showbread, and before the veil separating the holy from the most holy was the golden altar of incense, from which the cloud of fragrance with the prayers of Israel was daily ascending before God. So, let me do it here. Right, so very simple diagram of the sanctuary. Eine einfache Darstellung des Heiligtums jetzt hier. So here's the tabernacle, and this you have the south, here you have the north. Also das soll jetzt das Heiligtumsgebäude darstellen. Wir haben hier den Süden, dort den Norden. Right. So she mentioned in this quote that in the north was the table of showbread. Sie sagt uns hier, in der Nordrichtung war der Schaubrottisch. Right. And on the south was the candlestick Und facing it, right? Im Süden war dann der goldene Leuchter, der dem Schaubrottisch gegenüber war. And this is a symbol of or a type of the throne of God, right? Und das ist ja ein Symbol oder ein Typus für den Thron Gottes. 2 piles of bread, 6 loaves and 6 loaves represent Father and Son. 2 right? Stapel von Brot, 6 Laibe hier, 6 Laibe dort, stellen den Vater und den Sohn dar. So I just want you to see that in this illustration, before the throne is this candlestick, Also right? in dieser Darstellung haben wir vor dem Thron jetzt hier diesen goldenen Leuchter. Right? Richtig? Okay. So let's read this next quote from 14 letters and manuscript. Lesen wir das nächste Zitat von 14 LTMS. It's- Beginnen mit Zachariah schreibt. Zechariah writes, Then I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold a flying roll. And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll. The length thereof is 20 cubits, and the breadth thereof 10 cubits. Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the whole earth. For every one that stealeth shall be cut off on this side according to it, and every one that sweareth shall be cut off on that side according to it. I will bring it forth, saith the Lord, and it shall enter into the house of the thief, and into the house of him that sweareth falsely for my name, and it shall remain in the midst of his house, and shall consume it with the timber thereof, and the stones thereof. So we understand that this flying roll is written on both sides. Wir verstehen, dass diese fliegende Buchrolle auf beiden Seiten beschrieben ist. Okay, and we've done several studies on this. This is the message that the prophets have to eat. Und wir haben Right? viele Studien bereits darüber gemacht. Das stellt dann die Botschaft dar, die die Propheten essen sollen. It represents God's law, Es stellt Gottes Gesetz dar, represents the Bible, es stellt die Bibel dar. right? And it's the whole message that the prophets are to consume and understand. Es ist die gesamte Botschaft, die die Propheten in sich aufnehmen sollen und verstehen sollen. Okay, so but it says here in the next paragraph, Aber sagt uns jetzt hier im nächsten Absatz, this great roll, 20 cubits in length and 10 cubits in breadth, was the measurement of the porch of Solomon's temple, right? So it's paralleling it to Solomon's temple, right? The porch. also es vergleicht jetzt die Rolle mit dem salomonischen Tempel, beziehungsweise mit der Vorhalle dieses Tempels. What was the porch a symbol? What was the porch used for? Wofür wurde die Vorhalle benutzt? Yeah, for judgment, right? So he had the throne sitting. Für das Gericht, da war auch der Thron von Salomo in seinem Palast. Right. In this roll is written the name of the wrongdoer, unless he repents of his wrong, the Lord's eyes upon every transaction, and his judgment will come upon those who do wrong. The 9th chapter of Ezekiel should be studied in connection with Ezekiel 2, 1 to 10, and the 5th chapter of Revelation, right? So, let's go to Revelation chapter 5. Okay, gehen wir jetzt zu Offenbarung Kapitel 5. So it's just basically taken this illustration of this flying roll and telling us that we have to study parallel to that Revelation chapter 5. Also Right? letztendlich, was sie hier sagt, ist, wir sollen ja die Darstellung dieser fliegenden Rolle nehmen und das parallel zu studieren mit Offenbarung Kapitel 5. Okay, so Revelation 5 and verse 1. Offenbarung 5, Vers 1. It says, I saw in the right hand of him that sat on the throne a book, written within and on the backside, sealed with 7 seals. So this book is this roll. We understand that, right? Also dieses Buch ist ja diese fliegende Rolle, das verstehen wir. Right? It's written on both sides, Beschrieben auf beiden Seiten and this is what's sealed with 7 seals. und es ist versiegelt mit 7 Siegeln. In verse 6, Und dann gehen wir zu Vers 6 jetzt.
And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. So John sees a throne, right? Also Johannes sieht hier einen Thron, richtig? Right? Ezekiel, because it says that we're to study this in connection with Ezekiel, right? Und Hesekiel, denn sie sagt uns ja, dass wir Offenbarung 5 im Zusammenhang mit Hesekiel studieren sollen. So in Ezekiel 1 and 2, did we see a throne? Haben wir in Hesekiel Kapitel 1 und 2 einen Thron sehen? Yes. Who was sitting on the throne? Ja, wer saß da auf dem Thron? Christ, right? Christus. And he has this flying roll that this roll that he has to eat, right? Und da gibt es dann diese fliegende Rolle, die Hesekiel dann essen soll. Right, and it was written on both sides. Und Right? diese Rolle war auch auf beiden Seiten beschrieben. Okay, but so he sees this throne here. Who's in the midst of the throne? Also er sieht den Thron hier und wer ist inmitten des Thrones? Sagt Vers 6. Sorry? Okay, any particular lamb? Ja, ein Lamm, aber was ist mit diesem Lamm? He's slain. Okay, so what's it pointing to then? Also es ist dieses geschlachtete Lamm, also worauf weist es uns hin? The cross, Auf right? das Kreuz weist uns das hin. Want us to see that when you got the slain lamb there, it's marking the cross. Also wir haben Right? das geschlachtete Lamm hier, das markiert also das Kreuz. So just go back to the chapter previous. It will give us a little bit more information. Gehen wir einfach nur zu dem vorherigen Kapitel, Kapitel 4, das gibt uns noch mehr Informationen. Okay, it says in verse 1. Lesen wir die Verse 1 bis 5. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee the things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings, and thunderings, and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. So, this throne that the Lamb is in the middle of, what's in front of it? Also dieser Thron, wo das Lamm in der Mitte des Thrones ist, was ist direkt vor diesem Thron? The candlesticks, right? Right Also in here. Vers 5 steht ja, es ist dieser goldene Leuchter, genau hier. So Revelation 4 and 5 is illustrating this right here, right? Also Offenbarung Kapitel 4 und 5 stellen jetzt hier diese Darstellung dar. Okay? Everybody see that point? Kann jeder das sehen? Okay. So it's marked here in the beginning of Revelation 4 by a door being opened, Und es right? markiert ja hier in Vers 1 von Kapitel 4, dass eine Tür geöffnet worden ist. Okay, now let's read this next quote. Lesen wir jetzt das nächste Zitat. It says, Beginnt das 6. Kapitel des Jesaja. The 6th chapter of Isaiah has a deep and important lesson for every one of God's workmen. Study it with humility and earnest prayer. The 1st and 2nd chapters of Ezekiel should also be carefully studied. So what's it tying Isaiah with right here? Also womit wird jetzt hier Jesaja verbunden? Which is the illustration about the flying roll, right? Ezekiel Kapitel 1 und 2 und das ist ja die Darstellung der fliegenden Rolle gewesen. Right? Richtig? So let's now read this next quote about Isaiah chapter 6. Und lass uns jetzt das nächste Zitat lesen über Jesaja 6, beginnt mit solche Gedanken. It says, Such thoughts as these were crowding through Isaiah's mind as he stood under the portico of the temple. Where is he? Also wo befand sich Jesaja? He's at the porch of the temple, Ist right? hier, es steht Säulengang, aber es ist auch die Vorhalle Okay. des Tempels. So this is a parallel to this quote that talks about the flying roll, because it talked about the porch, talked about Ezekiel 1 and 2, Revelation 9, and Revelation Und das ist Ezekiel 9 and Revelation Das ist 5. eine Parallele zu dem Zitat über die fliegende Rolle, denn sie wurde ja verglichen mit der Vorhalle des Tempels Salomos
Und auch mit Hesekiel 1 und 2, mit Hesekiel 9 und mit Offenbarung Kapitel 5. So Isaiah stood in at the porch of the temple, and it says, suddenly the gate and the inner veil of the temple seemed to be uplifted or withdrawn. So what happens? Also was passiert hier plötzlich? No, that's not what happens. That's what he does. And so what happened? Was passiert? The veil was taken away. Okay. It says the gate and the inner veil. So a door was opened into the sanctuary, right? Also es steht hier plötzlich, wurde das Tor und der innere Vorhang des Tempels emporgehoben. Okay, this is what happened to John. A door was opened, right? And he saw into the throne room, right? Das ist ja auch, was mit Johannes passierte in Offenbarung. Eine Tür wurde für ihn geöffnet und er sah dann in den Thronsaal hinein. Right, and let's see what he sees, right? Lass uns schauen, was Jesaja jetzt hier sieht. It says, the gate and the inner veil of the temple seemed to be uplifted or withdrawn, and he was permitted to gaze within upon the Holy of Holies, where even the prophet's feet might not enter. There rose up before him a vision of Jehovah sitting upon a throne, high and lifted up. How is he on the throne? Also wie ist hier der Herr auf dem Thron? High and lifted up. Hoch und erhaben. How did Satan want to be? Wie wollte Satan sein? Yeah, he wanted to be on that throne, lifted up above the stars of God, right? Satan wollte auf diesem Thron sitzen und ebenso hoch erhoben sein über die Sterne Gottes. While the train of his glory filled the temple. On each side of the throne hovered the seraphim, their faces veiled in adoration, as they ministered before their Maker and united in the solemn invocation, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory, right? So when this door is open and Isaiah sees this throne, Also wenn die Tür geöffnet wird und Jesaja jetzt hier diesen Thron sieht, it's high and lifted up and the whole earth is full of the glory of God. da ist der Thron hoch und erhaben und die ganze Erde ist erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Let's go to John chapter 12, Gehen wir jetzt zu unseren Bibeln zurück, zu Johannes Kapitel 12. verses 27 to 32. Johannes 12, Verse 27 bis 32. 27 bis 32. It says, Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause I came unto this hour. What's Christ talking about? Also was sagt er hier in Vers 27? Talking about the cross, Er right? spricht hier über das Kreuz, dass es seine Stunde ist. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it, and I will glorify it again. So when Christ goes to the cross, what's he going to do? Vers 28, wenn Christus ans Kreuz geht, was passiert dann? The whole earth's going to be full of the glory of God, Wird right? die ganze Erde voll mit der Herrlichkeit Gottes sein. Right? Richtig? Because this is how God is glorified, by us going to the cross, right? Und so wird Gott verherrlicht, indem wir ans Kreuz gehen. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Others said, an angel spake unto him. Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes. Right? So the Father spoke to put something in place for us for our sake. Right? Vers 30 haben wir gelesen, also der Vater hat gesprochen, um etwas für uns an den Platz zu setzen. Okay. Now is the judgment of this world come. Now shall the prince of this world be cast out. And if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. So when was Satan going to be cast out? Das Vers 32 haben wir gelesen, also wann wird Satan hinausgestoßen werden? When Christ is lifted up, right? Wenn Christus erhöht wird. So when John saw Christ on the throne, what did he see? Also als Johannes Christus auf dem Thron gesehen hat, was hat er da gesehen? Have we forgotten already? He saw the lamb slain, right? Er hat das Lamm gesehen, wie es als geschlachtetes Lamm dargestellt wurde. When Isaiah sees Christ on the throne, what did he see? Als Jesaja Christus auf dem Thron sah, was hat er dort gesehen? No, he saw him high and lifted up, Da right? hat Jesaja ihn hoch und erhaben gesehen. But he says right here, and if I be lifted up from earth, I will draw all men unto me. Er sagt ja Right? hier in Vers 32, und wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. The
the vision that Isaiah sees is the same vision that John sees. It's the same vision that Ezekiel sees. Also Right? die Vision, die Jesaja sah, ist dieselbe Vision, die Johannes sah. Es ist dieselbe Vision, die Hesekiel sah. Okay. Now, the vision of the flying rolls taken from Zechariah chapter 5, right? Nun, die Vision über die fliegende Buchrolle ist ja aus Sacharja Kapitel 5 entnommen. Okay. What Isaiah saw was into the most holy place. He sees the Shekinah glory on the Day of Atonement, right? Und was Jesaja sah, war diese Shekinah der Herrlichkeit über dem Thron am großen Versöhnungstag. And it says the seraphims were either side of it. Und es stand ja, dass die Seraphim an beider Seite waren. But the chapter before Zechariah chapter 5 is chapter 4. Aber das Kapitel vor Sacharja Kapitel 5 ist natürlich das Kapitel Sacharja Kapitel 4. Let's go to Zechariah chapter 4. Gehen wir zu Sacharja 4. It says, "And the angel that talked with me came again and waked me as a man that is wakened out of his sleep." Where are we prophetically? Also wir haben Vers 1 gelesen, wo befinden wir uns prophetisch? Midnight cry. At the midnight cry, Am right? Mitternachtsruf. It's the same vision, right? Es ist dieselbe Vision. And said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps which are upon the top thereof, and 2 olive trees by it, one on the right side of the bowl, and the other on the left side of the bowl. Also in Verse 2 und 3 haben wir noch gelesen. Okay. And it tells us in verses 13 and 14, Und es sagt uns jetzt weiter in Kapitel 4, Verse 13 bis 14. and he answered me, said, Knowest thou not what these be? And I said, No, my Lord. Then said he, These are the 2 anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. Also im Deutschen ist es nicht ganz gut übersetzt. Hier steht, es sind die Söhne des Öls, aber im Englischen steht, es sind die beiden Gesalbten. These are the 2 witnesses, the 2 anointed ones in Revelation 11. Das sind die 2 Zeugen, die 2 Gesalbten aus Offenbarung Kapitel 11. So you've got these 2 anointed ones, which are the 2 cherubim that replaced, or at least these 2 says that replaced Satan as the covering cherub. Also wir haben diese 2 Gesalbten, was auch diese 2 Cherubim sind. Und Ellen White sagt, diese beiden haben Satans Platz eingenommen. So Zechariah is seeing the exact same vision as John and Ezekiel and as Isaiah sees, right? Also Sacharja sieht genau dieselbe Vision wie Johannes, Jesaja und Hesekiel. The difference, Der but Unterschied there's ist, not a difference, right, und da gibt es nicht wirklich einen Unterschied, is Isaiah sees the 2 seraphim either side of the Ark of the Covenant. dass Jesaja diese beiden Seraphim auf beide Seiten von dieser Bundeslade sehen. Whereas, where did we begin with? Whereas John sees these. John sees this throne with Christ slain in the middle of it, but he sees this throne here in the holy place, right? Wohingegen aber Johannes diesen Thron sieht, wo Christus als das geschlachtete Lamm inmitten des Thrones ist, aber er sieht den Thron hier im Heiligen. So, okay, let's do it this way, right? Here is the Ark of the Covenant. Also hier ist die Bundeslade. So, John, right? He sees that because he's standing right here, right? Isaiah, sorry. Yes. Also Jesaja sieht das hier, denn er steht jetzt hier und schaut in diese Richtung auf diesen Thron. John sees this, Wohingegen Johannes hier diesen Thron sieht, right? But Zechariah sees this, aber Sacharja sieht hier diesen goldenen Leuchter. right? Richtig? But it's all the same vision Aber es ist letztendlich alles dieselbe Vision. because every single one of them sees Christ in the middle, right? Denn jeder einzelne von ihnen sieht jeweils Jesus in der Mitte. This one had 2 seraphim either side of it. Also in dieser Darstellung waren diese beiden Seraphim auf jeweils einer Seite. Zechariah, when he looks, he sees the golden candlestick, the 2 witnesses, which are the 2 covering cherubs either side of the candlestick. Sacharja sieht ja hier diesen goldenen Altar, wo dann diese beiden Zeugen oder beiden Gesalbten hier an den beiden Seiten standen. Right? When Isaiah sees this, it represents the cross. Und als Jesaja das hier sah, stellt das Kreuz dar.
When John sees this, it represents the cross. Als Johannes das hier sah, hat es ja auch das Kreuz dargestellt. Christ is in the midst of this throne. Christus ist inmitten dieses Throns. The Shekinah glory is in the midst of the Ark of the Covenant. Und die Shekinah der Herrlichkeit ist auch hier in der Mitte der Bundeslade. What about the candlestick? Und was ist mit dem Leuchter? Christ wanders in the midst. Yes, it says. Don't know if I put. No. I know I've put it in there, or maybe I meant to put it in. But it doesn't matter. It says in the book of Revelation that Christ is in the midst of the candlestick. Also sagt im Buch Offenbarung, dass Christus inmitten der Leuchter ist. Okay, so in each of those illustrations, it's marking Christ is in the middle. He's the light of the earth here, right? He's the Lamb slain here, and he's the Shekinah glory right here. Also in jeder Darstellung sieht man, dass Jesus auf jeden Fall in der Mitte ist. Er ist hier dieses Licht der Welt hier. Er ist hier dieses geschlachtete Lamm in dieser Darstellung und hier ist er diese Shekinah der Herrlichkeit inmitten der Cherubim. So what I want us to understand is all three of those illustrations, they're the same illustration. Deswegen, was ich euch zeigen möchte, ist, dass alle diese drei Darstellungen letztendlich ein und dieselbe Darstellung sind. Okay, so, but when you go back to Zechariah 5, it's now going to show us the counterfeit, right? Aber wenn wir jetzt zurückkommen zu Sacharja 5, dann wird uns jetzt diese Fälschung davon gezeigt. Okay, begin in verse 5. Sacharja 5 und wir fangen in Vers 5 an und lesen hinab bis Vers 11. It says, Then the angel that talked with me went forth and said unto me, Lift up now thine eyes, and see what is this that goeth forth. And I said, What is it? And he said, This is an ephah that goeth forth. He said, Moreover, this is their resemblance through all the earth. And behold, there was lifted up a talent of lead, and this is a woman that sitteth in the midst of an ephah. So what's a woman? Und was ist eine Frau? What's a woman in Bible prophecy? Right. Yes, it's a doctrine or an organization that preaches a doctrine, right? Also eine Frau stellt eine Lehre dar oder eine Gemeinschaft, die eine gewisse Lehre vertritt. Okay. It says, and he said, This is wickedness. And he cast it into the midst of the ephah, and he cast the weight of lead upon the mouth thereof. Then lifted I up mine eyes, and looked, and behold, there came out two women, and the wind was in their wings, for they had wings like the wings of a stork, and they lifted up the ephah between the earth and the heaven. So Bis Vers 9 haben wir jetzt. what do you have here? Two women, right? Wir haben jetzt hier diese zwei Frauen, richtig? So how many women do we have in total? Also wie viele Frauen haben wir in dieser Darstellung dann insgesamt? Three, right? 3 Frauen. So we have a woman in the middle, right? Also wir haben eine Frau in der Mitte And I'll just write down here, she's on the ephah. und sie ist in diesem Eva. Then either side, you have a woman, Und auf jeweils der anderen Seite haben wir dann auch eine Frau. and they're likened unto a stork. Und sie werden hier wie ein Storch verglichen. Sie haben diese Storchenflügel. What is a stork in the Bible? Und was ist ein Storch in der Bibel? An unclean animal, Ein right? unreines Tier. And these two women are lifting up this woman high and lifted up, right? Und diese beiden Frauen, die erheben jetzt diese Frau in der Mitte und tun sie zwischen Himmel und Erde hoch und erhaben. So in the book of Zechariah, it takes you to Zechariah 4, and he sees the candlestick with the two witnesses either side of it, right? Also im Buch Sacharja haben wir in Kapitel 4 ja erstmal gelesen, Gott zeigt uns erst diesen goldenen Leuchter mit den beiden Zeugen hier rechts und links. The two witnesses are the Old and the New Und Testament, die right? zwei Zeugen ist ja das Alte und das Neue Testament. So, Old and New, right? Das Alte und das Neue Testament. What's the dividing line between the Old and New Und Testament? was ist die Trennlinie zwischen dem Alten und dem Neuen Testament? The cross, Das ist das right? Kreuz. It's where the old is put away and the new is brought into play, right? Wo das Alte hinweggetan wird und das Neue eingesetzt wird. Okay, so he shows us this vision, then he takes you to Zechariah 5, shows you this fly and roll, which is this message that's going to judge everybody. Also der Herr zeigt uns erstmal also diese Vision und dann bringt er uns in Kapitel 5
zu dieser fliegenden Buchrolle, die alle richten wird. And it links together Isaiah's experience, John's experience, etc., etc. Und diese fliegende Buchrolle, die verknüpft dann Jesajas Erfahrung und Hesekiels Erfahrung, und Johannes Erfahrung und so weiter und so fort. Showing it's all pointing to the cross, right? At the midnight cry when we wake up, Und right? das zeigt uns, dass letztendlich alle diese Dinge uns zum Kreuz verweisen, nämlich zum Mitternachtsruf, wo wir dann aufwachen werden. So it's telling us right here there's going to be a true, but there's also going to be a counterfeit, right? Aber es zeigt uns dann, dass es hier also einmal diesen wahren Ruf gibt, aber auch eine Fälschung davon. Okay, so externally, do we have a counterfeit religion? Nun, extern haben wir da eine gefälschte Religion. Eine falsche Yes, Religion. the dragon, the beast, and the false Ja, prophet, wir haben right? den Drachen, das Tier und den falschen Propheten. Right? All three of them, right? Alle drei zusammen. But we know that ultimately Trump is the king of the 10 kings. It's one entity. It's these 10 kings, right? Aber wir wissen, der Trump wird der König der 10 Könige sein. Es ist dann diese eine Entität, diese 10 Könige. And the woman sits upon these 10 kings, Und die right? Frau wird dann auf diesen 10 Königen sitzen. So the woman is the false Christ, right? Und diese Frau ist dieser falsche Christus. And the dragon that she sits upon is the 10 kings that lift her up. Und sie sitzt auf diesen Drachen, welche die 10 Könige sind. Und diese 10 Könige werden diese falsche Frau hochheben. And the 10 kings is the father of lies, right? Und die 10 Könige sind der Vater der Lüge. So you have this father and son right there, Martin, is this counterfeit, right? Deswegen, wir haben dann den Vater und den Sohn zusammen markiert dort. Es ist die Fälschung von dem wahren Vater und dem wahren Sohn. Okay, because let's go to Psalm 83. Lass uns zu Psalm 83 gehen. Okay, so when you were, just before we read that, when we're looking at this illustration here, what are these two storks or two unclean women doing to the woman right here? Und bevor wir uns Psalm 83 durchlesen, was machen diese beiden Frauen, die mit Storchenflügeln verbunden sind, mit dieser Frau in der Mitte? Lift it up. They're lifting her up, right? Sie erheben sie zwischen Himmel und Erde. Right. So, in Psalm 83, verses 2 to 5, Gehen wir jetzt zu Psalm 83, Verse 2 bis 5. it says, For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the head. Right? Also das ist im Deutschen jetzt Vers 3, also da fängt es im Vers 3 an. Verse 3 bis 6. Also diejenigen, die dich hassen, die haben das Haupt erhoben. Okay, and it's going to explain to us who it is that hates God. Und Right? es wird uns jetzt gleich sagen, wer diejenigen sind, die Gott hassen. It says, They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. They have said, Come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. For they have consulted together with one consent, they are confederate against thee. Bis Vers 6 im So- Deutschen. We're all very familiar with this. Who's this confederacy right here? Also das ist uns sehr, sehr bekannt. Wer ist diese Konföderation oder dieser Zusammenschluss hier, dieser Verbund? No, it's the 10 kings. Das sind die 10 Könige. The they is the 10 kings, right? Also wenn es steht hier, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst, es sind die 10 Könige. Right? They have lifted up the head, Und in Vers right? 3 steht ja, sie haben das Haupt erhoben. Okay. So it's got two women here, which would be the kings and the false prophet, right? Wir haben diese 2 Frauen hier auf beider Seite. Das sind die 10 Könige und der falsche Prophet. Because you have the dragon, which is the kings, Denn wir haben den Drachen, welcher die Könige darstellt. the beast, Wir haben das Tier and the false prophet, right? und dann den falschen Propheten. Okay, that's externally who these three women would represent, Das ist right? die Darstellung, die externe Darstellung von diesen 3 Frauen. And it says that these kings, which is the false prophet and the 10 kings, lift up the beast, right? Und Lift up sagt the uns hier head. dann im Psalm 83, dass diese Könige, welche die 10 Könige und der falsche Prophet sind, sie haben jetzt das Haupt erhöht oder Ne- haben Next quote. erhoben. Entschuldigung. Nächstes Zitat dazu.
As we approach the last crisis, it is of vital moment that harmony and unity exist among the Lord's instrumentalities. What must there be? Was muss da sein? Harmony and unity. Muss Right? dort Harmonie und Einheit herrschen. And harmony means that they're all doing the same thing. They're not contradicting each other by their works and actions. Right? Harmonie bedeutet ja, dass sie letztendlich alle gemeinsam in die richtige Richtung arbeiten. Sie arbeiten nicht gegeneinander. Okay? It says the world is filled with storm and war and variance. Yet under one head, the papal power, the people will unite to oppose God in the person of his witnesses. So, right here, this is where this begins, right? Also genau hier am Sonntagsgesetz fängt das an, wo dieses päpstliche Haupt erfüllt wird. Okay. So, next quote, right? Nächstes Zitat. Now we're going to look at Christ, right? Jetzt wollen wir uns Christus anschauen. It says the soldiers of Christ also must act what? Also In harmony. auch die Soldaten Christi müssen in Harmonie handeln. A few converted souls uniting for one grand purpose under what? One head, Sie right? müssen unter einem Haupt sich vereinen. Will achieve victories in every encounter. So there's two heads, right? There's this Christ is the head of the church, and then there's this counterfeit head, the papacy, right? Es gibt diese zwei Häupter. Christus ist das Haupt der Gemeinde, aber dann gibt es dieses falsche Haupt, was das Papsttum ist. So let's look at Christ, because Christ is the one who's our example in all things, Nun right? lasst uns jetzt auf Jesus hier blicken, denn er ist ja unser Vorbild in allen Dingen. It says Christ, Nächstes Zitat. the great medical missionary, is our example. What is he? Also was ist Christus? He's the great medical missionary, Er right? ist der große medizinische Missionar. He healed the sick and preached the gospel. So what did he do? Also was hat er getan? He healed the sick and he preached the gospel, Er right? heilte die Kranken und verkündigte das Evangelium. He didn't just preach the gospel Er hat nicht nur das Evangelium verkündigt and he didn't just heal the sick, und er hat auch right? nicht nur die Kranken geheilt, He healed the sick and he preached the gospel, sondern er hat right? beides gemacht. Er hat die Kranken geheilt und das Evangelium verkündigt. In his service, healing and teaching were linked closely together. Today, they are not to be separated. What are they not to be? Also was sollen sie heute nicht, was soll damit nicht passieren? So can you do one without the other? Du sollst sie nicht trennen. Also kannst du das eine ohne das andere zu tun? Can you claim to be a medical or a physician for Christ without preaching the gospel together with what you're doing? Also kannst du zum Beispiel sagen, ich bin ein Doktor für Christus, ohne das Evangelium auch gleichzeitig zu verkündigen? No, No. right? Okay. So Christ is our head. We're to follow his example, right? Christus ist unser Haupt, wir müssen seinem Beispiel folgen. So with every true, there's always a counterfeit, Aber mit right? jedem Wahren gibt es auch immer eine Fälschung. We're showing this because Christ is in the midst of the throne, right? Und It's, wir it's about him being lifted up, möchten right? das ja zeigen, dass Christus hier mitten des Thrones ist. Er ist es, der erhöht ist. It's about going to the cross. This is how Christ is going to be lifted up, right? Und das bedeutet, wir sollen ans Kreuz gehen, damit Christus erhöht werden kann in unserem Leben. But this is a false Christ being lifted up by false principles. Aber das hier ist ein falscher Christus, der durch falsche Prinzipien erhöht wird. What did it say this Epha was? Was hat es gesagt über dieses Eva? Was war das? No, it says that this woman is wicked, but this is a false foundation, it says. It's this base that's going to be built in Babylon, in China, Also right? dieses Eva war dieses falsche Fundament, was ein Fundament für diesen falschen Tempel in Babylon ist. So this woman is standing on a false foundation, Deswegen right? diese Frau, sie fußt auf einem falschen Fundament. Right? Richtig? This is external. Now, is there also a true and a false foundation Und internally? das ist ja eine externe Darstellung, aber gibt es auch eine wahre und eine falsches Fundament intern gesehen? Right. Ja. So we understand this, that the external powers teach us what's taking place internally. Und wir Right? verstehen das ja, dass die externen Mächte uns lehren, was intern passieren wird. Okay, let's read this next quote. Lass uns das nächste Zitat durchlesen. Councils in Hell 588. Es beginnt mit, ich möchte den Ärzten klar machen.
I wish to impress upon the minds of physicians the fact that they cannot do as they please with their thoughts and imaginations and at the same time be safe in their calling. So what can you not, why would you not be safe in your calling? Warum kannst du dann nicht mehr sicher in deiner Berufung sein? If you trust in your own thoughts and imaginations, right? Nämlich dann, wenn du in deine eigenen Gedanken und Vorstellungen vertraust. It says, Satan is the destroyer, Christ is the restorer. So, this foundation here is destroying, right? Also, sie sagt, Satan ist der Zerstörer, Christus ist der Wiederhersteller. Dieses Fundament, das zerstört. But Christ's foundation is going to restore, right? Aber das Fundament von Jesus, das wird wiederherstellen. And we'll talk about these two foundations that are written in the Bible. Wir werden uns diese zwei Fundamente anschauen, die in der Bibel beschrieben sind. I desire our physicians to fully comprehend this point. Which point? Also ich möchte, dass die Ärzte das alles verstehen. Welchen Punkt? That Satan is the destroyer and Christ is the restorer. Nämlich, right? dass Satan der Zerstörer ist und Christus der Wiederhersteller. Okay. They may save souls from death by a right application of the knowledge they have gained, or they may work against the great master builder. They may cooperate with God, or they may counterwork his plans by failing to work harmoniously with him, right? Also sie können gegen Gottes Pläne arbeiten, wenn sie nicht harmonisch mit ihm zusammenarbeiten. Okay? So, if we're doing medical missionary work like Christ has told us to do, right? Also wenn wir medizinisches Missionswerk tun, so wie Jesus uns aufgetragen hat, es zu tun, If we do it according to our own ideas, we're not working harmoniously. wenn wir right? das gemäß unserer eigenen Vorstellung tun, dann arbeiten wir nicht in Harmonie mit ihm zusammen. And we're going to find that we're actually fighting against Christ. We are destroying and not restoring, Und dann right? werden wir letztendlich finden, dass wir in Wirklichkeit gegen Christus arbeiten und wir zerstören und bauen nicht auf. Next quote Nächstes Zitat. from Battle Creek Letters. Das heißt, die reichen und wunderbaren, so fängt das an. The rich and wonderful provisions of the gospel embrace the medical missionary work. This work is to be to the third angel's message as the right arm is to the body. It is not to be made the what? Head. The head. Also das medizinische Missionswerk soll nicht zum Haupt gemacht werden. Okay, right? So, so the third angel's message is the gospel, right? Also, sie sagt hier, die dritte Engelsbotschaft ist das Evangelium, stimmt's? And the health message is to be the right arm of the gospel, right? Und die Gesundheitsbotschaft soll der rechte Arm des Evangeliums But sein. what is it not to be? Aber was soll die medizinische Missionsarbeit nicht sein? It's not to be lifted up as the head, Soll right? nicht erhöht werden zu einem Haupt. So if Oder it's zu dem lifted Haupt. up as the head, what does it tell us that it is in Zechariah? Denn wenn es als das Haupt erhöht wird, was sagt es uns dann in Sacharja? Zu was wird es dann? It says that it's wickedness. Sagt, Right. es ist Bosheit. Wickedness is doing things according to your own ideas and not according to God's plan, right? Bosheit ist, Sachen zu tun gemäß deinen eigenen Vorstellungen und Gedanken und nicht gemäß Gottes Plan. Okay, now we're doing this topic because this is absolutely rife in the understanding of Seventh-day Adventists, Und wir this doctrine. thematisieren diese Punkte jetzt hier, weil dieses Thema wirklich mittlerweile reif ist unter uns Adventisten. Now, I just want to tell you why we're going here, right? Und ich möchte euch nur sagen, warum wir jetzt in diese Punkte hier eingehen. Because the First World War, Denn der Erste Weltkrieg, at the end of the First World War, da gab es ja am Ende des Ersten or near Weltkriegs, it, came this Spanish flu, right? beziehungsweise kurz bevor der Weltkrieg endete, gab es diese spanische Grippe. Did anybody see that little excerpt I posted from a newspaper in 1980? Yes. Hat irgendjemand dieses kleine Foto gesehen von diesem Auszug aus einem Zeitungsartikel aus diesem Jahr? No gathering. So, Spanish flu in 1918, little newspaper article says, no gatherings, shops were closed. It was exactly like it was today. Exactly the same. Dieser Auszug aus dem Zeitungsartikel von 1918 sagte,
Ja, keine Versammlungen sind erlaubt, die Geschäfte sind geschlossen und all diese Dinge, genauso wie heute. Written there as an order in this little newspaper clip. Das war dann als ein Befehl niedergeschrieben in diesem Zeitungsauszug. Okay, so I looked at a short video about Wuhan several weeks back, Und vor einigen Wochen habe ich ein kurzes Video über Wuhan geschaut. and it was all about medical professionals in China. Und es ging dort die ganze Zeit um diese Medical Professionals, also durch diese Medizinische Profis. einfach diese, ja wirklich Leute, die halt medizinisch ausgebildet sind. Ja. Genau. I had no idea. I just wanted to know a bit about the coronavirus, right? Also ich hatte da nicht wirklich über den Inhalt irgendwelche Ahnung. Ich wollte einfach nur etwas über das Coronavirus in Erfahrung bringen. But in this video, they were exalting these medical professionals. Aber in diesem Video wurden diese ganzen Mediziner erhöht. They were turning these medical professionals into heroes. Sie haben diese Mediziner in Helden verwandelt. Now, in the United Kingdom, the National Health Service Nun in England, da gibt es dieses nationale Gesundheitssystem. they've just asked for 250,000 volunteers. Und dieses System hat über 250.000 Freiwillige aufgerufen zu kommen. And within a couple of days, they had more than that volunteered. Und innerhalb von ein paar Tagen gab es sogar mehr Freiwillige als diese. And on the news the other day, it says that doctors are now becoming celebrities. Und dort wurde dann auch in den Nachrichtenkanälen gesagt, dass diese Mediziner werden jetzt wie Stars behandelt. Right? It says in the paper in the United Kingdom, they wanted to have, in an evening time, everybody was to come out into their front garden or on their balconies and give praise to the National Health Service for all the hard work that they're doing. Und es wurde dann in Yes. den Zeitungen und so weiter aufgerufen, dass jeden Abend die Leute vor ihren Balkon kommen sollen oder in den Vorgarten und dann diesen ganzen medizinischen Personal Lobpreis darbringen sollten. They're looking for a vaccine, right? Und sie halten Ausschau nach einer Impfung, richtig? Brothers and sisters, they're looking for a vaccine to get rid of this disease. Sie halten Ausschau nach einer Impfung, um diese Krankheit beseitigen zu können. And what I'm telling you is that it says here, what does it say internally? It says that the medical missionary work is not to become the head, right? Und wir haben ja gesehen, dass bezüglich des internen Werkes die medizinische Missionsarbeit nicht zu dem Haupt werden soll. These are false gods that have been lifted up, right? Deswegen diese Ärzte jetzt, das sind falsche Götter, die hier erhöht werden. They're using medicines that are from Satan that destroy and do not restore. Sie benutzen Medikamente, die von Satan kommen, die letztendlich zerstören und nicht wiederherstellen. Okay, so I want us to get this point, right? Und ich möchte, dass ihr diesen Punkt versteht. Next quote. Nächstes Zitat. Yes. Das steht in einer nächtlichen Vision, so fängt das an. In a vision of the night, I was shown distinctly that these sentiments have been looked upon by some as the grand truths that were to be brought in and made prominent at the present time. She's speaking about pantheism, right? Sie spricht jetzt hier über diesen Pantheismus. I was shown a platform. What was she shown? Was wurde ihr gezeigt? A platform, a foundation, eine right? Plattform oder ein Fundament. Braced by solid timbers, the truths of the Word of God. So what is the platform that we're to be standing on? Also was ist die Plattform, auf der wir stehen sollten? The truths of the Word of God, right? Die Wahrheiten des Wortes Gottes. Someone high in responsibility in the medical work was directing this man and that man to loosen the timbers supporting this platform. Then I heard a voice saying, "Where are the watchmen that ought to be standing on the walls of Zion? Are they asleep? This foundation was built by the master worker and will stand storm and tempest." What was the foundation that was built by the master worker? Was war das Fundament, das durch den Meisterbauer gebaut worden ist? Who is the master worker? Wer ist dieser Meister? Christ. Christus. He's this great medical missionary, right? Er ist dieser große medizinische Missionar. What did he do? Was hat er gemacht? He taught
and he healed, right? Er hat gelehrt und er hat geheilt. And they were not to be separated. Und sie sollten nicht voneinander getrennt werden. And it says that the healing part is not to be the head, right? Und es wurde uns gesagt, dass dieser Heilungsteil nicht das Haupt werden sollte. Christ is the head, Christ is the word, right? Christus ist das Haupt und Christus ist das Wort. It's the gospel that saves, right? Es ist das Evangelium, das rettet. Okay. Point, right? Sunday law, right? Also wenn wir jetzt zum Sonntagsgesetz kommen, What did the Father want to do right here? was will der Vater hier tun eigentlich? Seven last plagues. Loose the 7 last plagues, Er right? möchte an sich schon die 7 letzten Plagen dort What does ausüben. Christ say? Aber was sagt Christus hier? Hold, 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 right? Halte, 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 halte. My blood, my blood, my blood, my blood. Man sagt, mein Blut, mein Blut, mein Blut, mein Blut, Vater. Where did he shed his blood? Und wo hat er das Blut vergossen? At the cross, Am right? Kreuz. So he's saying through the merits of my blood, hold that until the servants of God are sealed, right? Jesus sagt folglich, durch die Verdienste meines Blutes halte diese Winde, bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. However, right, so the plagues are allowed to come in measure, right? Aber nichtsdestotrotz dürfen die Plagen jetzt hier schon in Maßen fallen. Okay, question I want to ask. For what reason then is the coronavirus allowed to come? Deswegen, mit was für einer Absicht hat Gott also dieses Coronavirus erlaubt? Wake us up. To wake up. Oh, okay, maybe it was a bad question, right? Why did it come? Warum kam es? Cause and effect. What was the cause? And this is the effect. What was the cause? Ursache und Wirkung. Das ist die Wirkung. Was war die Ursache dafür? That was the cause, right? Yes. Sünde. Das war die Ursache. No amount of charcoal, no amount of MMS, no amount of DMSO, massaging or anything will heal you of this. Keine Menge von Holzkohle oder MMS oder DMSO oder was auch immer es gibt, wird dich von dieser Krankheit heilen können. Right? The only thing that will protect you from this is a healing of this, right? Das Einzige, was dich hiervon bewahren und schützen wird, ist eine Heilung dieses Problems hier, der Sünde. What does Psalm 91 tell us? Was sagt uns Psalm 91? Real famous psalm, right? What's it Sehr, sehr talking about? bekannter Psalm. Worüber spricht der Psalm? 7 last plagues, right? Spricht über die 7 letzten Plagen. They'll not come nigh thee, right? Und da steht, die werden nicht an dich herankommen. Why? Warum? Because you kept God's commandments, Weil right? du Gottes Gebote befolgt When hast. you don't keep God's commandments, sickness and suffering is the result, Und wenn right? du aber Gottes Gebote nicht hältst, dann wird Krankheit und Leid das Resultat davon sein. So now you meet a sinner, right? Nun jetzt, du triffst einen Sünder Okay, and he may be sick because of his sin, und er right? mag jetzt krank sein wegen seiner Sünden. What are you going to do? Was wirst du dann mit ihm machen? Just apply the health principles on him? Wirst du dann nur die Gesundheitsprinzipien an ihn anwenden? Give him to truth. Both, Nein, right? du musst beides machen. You're not going to leave them in their broken condition. That's what the health message is for, right? Du sollst sie nicht in ihren gebrochenen Zustand zurücklassen. Das ist ja dann die Gesundheitsbotschaft. Dafür ist sie da. But without the gospel, all you're doing is making healthy sinners, and the person will die in his sins, right? Aber ohne das Evangelium wirst du ihn einfach nur zu einem gesunden Sünder machen und er wird letztendlich trotzdem in seinen Sünden sterben. Next paragraph. Nächster Absatz. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith, and engaging in a process of reorganization. Were this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. A new organization would be established, books of a new order would be written, a system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of this system would go into the cities and do a wonderful work.
Now, who's going to do it? Who fulfills this right Also, now? Sie gehen in die Städte und werden dann ein wunderbares Werk tun. Wer erfüllt das momentan heute? I mean, Jeff. No, Jeff does not fulfill this, right? Jeff erfüllt dieses Zitat jetzt nicht. Jeff's not going to give up the Sabbath. He's the Pharisee, right? Jeff wird den Sabbat nicht aufgeben, er ist der Pharisäer. This, right, is fulfilled right here. Jeff is going in right here, right? Dieses Zitat wird sich hier im Mitternachtsruf erfüllen. Jeff geht ja hier schon zu Mitternacht in die Städte. A system of intellectual philosophy. Who's introducing this philosophical understanding of the Bible? Wer hat dieses System der intellektuellen Philosophie reingebracht in die Bewegung? Okay, the Sadducees, Das waren right? die Sadduzäer. The Sadducee at the time of Christ, the high priest was Caiaphas, right? Der Sadduzäer, der Hohepriester zur Zeit Christi, war Kaiaphas. Caiaphas was this one that was the high priest. He's the high priest inwardly, paralleling the Pope externally, right? Der Hohepriester damals ist der Leiter intern gesehen in der Bewegung, aber externe Repräsentation ist der Papst. Okay, Matthew 7, verse 21. Zu Matthäus Kapitel 7 fangen wir in Vers 21 an. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven, right? So you're only going to get into heaven if you live by every word of God, according to Christ, right? Du wirst nur in den Himmel kommen, wenn du gemäß jedem Wort Gottes lebst. Many, how many? Viele, wie viele? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? What have these people been doing? Was haben sie hier in Vers 22 gemacht, diese Leute? Well, it says they've done these wonderful works, right? Es steht hier, dass sie diese wunderbaren Werke getan And haben. it includes casting out demons, right, and prophesying, right? Also es beinhaltet dann hier unter anderem Dämonen auszutreiben und Weissagen und so weiter und so fort. So what are they doing? They're prophesying and they're healing, right? Also sie weissagen und sie heilen. Right? Verse 23. Vers 23. And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Right? So they're prophesying and they're healing, but yet Christ says, I don't know you. Right? Also sie weissagen und sie heilen, aber Christus sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. It says, Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man that built his house upon a rock. And the rain descended, the floods came, the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Where are the foolish revealed? Vers 26. Wo werden die Törichten offenbart werden? At the midnight cry. Am Mitternachtsruf. And the rain descended, Vers and the 27. floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the what? Fall of it, right? Groß war sein Einsturz. So when we read Isaiah 14, what was the first thing that it said? Als wir Jesaja 14 gelesen haben, was war das Erste, was dort gesagt worden ist? How art thou fallen? Wie bist du gefallen? How art thou fallen from heaven, right? Wie bist du vom Himmel gefallen, Luzifer? And how did it say, tell us why he was fallen? Und warum ist er gefallen? Was sagt uns die Bibel? Because he wanted to be like the Most High God without obeying God's commandments, Weil right? er wie der allerhöchste Gott sein wollte, ohne Gottes Gebote zu befolgen. That's basically the crux of it. Like he wanted to be like Christ, but he wanted to disregard the commandments of God. Er wollte wie Christus sein, aber er wollte die Gebote Gottes missachten. So he lifts himself up on his own throne, right? Changes the Sabbath day to Sunday and gets everybody to disregard God's commandments. Also Right? er erhöht sich selbst auf seinem eigenen Thron, verändert den Sabbat in den Sonntag und wirkt so, dass alle anderen auch die Gebote Gottes missachten. So Satan is demonstrating what God's people are going to do internally, right? Deswegen Satans Fall demonstriert, was Gottes Volk intern auch tun wird. Next quote. Nächstes Zitat. Those who claim modern sanctification would have come boastingly forward, saying, Lord, Lord, do you not know us? Have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils,
and in thy name done many wonderful works. The people here described who make these pretentious claims, apparently weaving Jesus into all their doings, fitly represent those who claim modern sanctification, but who are at war with the law of God. Christ calls them workers of iniquity, because they are deceivers, having on the garments of righteousness to hide the deformity of their characters. What does the Bible say about our Wir haben heart? jetzt bis in die Mitte des Zitates gelesen. Was sagt die Bibel über unser Herz? Deceitful of all things, desperately wicked. Yeah, desperately wicked, who can know it, right? Das ist überaus trügerisch und bösartig. Wer kann es ergründen? So you have to be sanctified by the what? Deswegen, du musst geheiligt werden. Wodurch? Truth. Right, not by charcoal, right? You're sanctified by truth, Durch die Wahrheit. Durch die Wahrheit und nicht durch Holzkohle. right? And I'm not downplaying the use of charcoal. We use these things freely, right? Und ich möchte jetzt nicht die Benutzung von Holzkohle irgendwie niedermachen. Wir benutzen das ja auch sehr, sehr oft. But they won't save you, right? Aber das wird dich nicht retten. They might relieve your inconvenience for a while, but they won't change this heart, right? Es mag dir vielleicht für den Moment irgendwie körperlich helfen, aber es wird dein Herz nicht verändern. Okay, it says, the people here mentioned who make these pretentious claims apparently weaving Jesus into all their doings fitly represent those who claim modern sanctification, but who are at war with the law of God. Christ calls them workers of iniquity because they are deceivers, having on the garments of righteousness to hide the deformity of their characters, the inward wickedness of their unholy hearts. Satan has come down in these last days to work with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Where's it taken us to? Wohin bringt uns das jetzt hier? 2 Thessalonians, right? 2. Thessaloniker. Right? So 2 Thessalonians says that day shall not come except there come a falling away first and the man of sin be revealed, 2. right? Thessaloniker 2 sagt uns ja, dass dieser Tag nicht kommen wird, es sei denn, es kommt zuerst der Abfall und der Mensch der Sünde wird Gott offenbart. His satanic majesty works miracles in the sight of false prophets, in the sight of men, claiming that he is indeed Christ himself. Satan gives his power to those who are aiding him in his deceptions. Therefore, those who claim to have the great power of God can only be discerned by the great detector, the law of Jehovah. The Lord tells us, if it were possible, they would deceive the very elect. Who's the they? Also es steht hier, dass wenn es möglich wäre, dann würden sie die Auserwählten verführen. Wer sind diese sie? Those who aid Satan in his deceptions. Diejenigen, die Satan in seiner Täuschung unterstützen. Talking about Matthew 24, these false prophets, Also es right? spricht über Matthäus 24, über diese falschen Propheten, Who are these many antichrists, right? welche diese vielen Antichristen sind. John says we know the last time is here because there's many antichrists. Johannes sagt ja, wir wissen, dass die letzte Zeit gekommen ist, weil da diese vielen Antichristen sind. Look what it says. Was sagt es jetzt weiter hier? These may profess to be followers of Christ, but they have lost sight of their leader. They may say, Lord, Lord. They may point to the sick who are healed through them and to other marvelous works and claim that they have more of the Spirit and power of God than is manifested by those who keep his law. But their works are done under the supervision of the enemy of righteousness, whose aim it is to deceive souls and are designed to lead away from obedience, truth, and duty. In the near future there will be still more marked manifestation of this miracle working power. For it is said of him, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven and the earth in the sight of men, which is these false miracles, right? Also das Feuer vom Himmel sind diese falschen Wunder. So there's going to be many people claiming to be Christians, casting out demons, healing people, doing this wonderful work and thinking that they're with Christ. Also es wird viele Christen geben, die diese wunderbaren Werke tun, Teufel austreiben, Heilungswunder tun, Weissagen und all diese Dinge und denken, ja, dass Christus mit ihnen ist und sie werden behaupten, claim to be Christ, right? Yes, they claim to be Christ. Sie werden dann behaupten, Christus zu sein oder Christus wirklich zu dienen. They are making the health work the head, right? Sie machen das Gesundheitswerk zum Haupt.
Because if they were really advocating the gospel, they would walk according to the gospel, right? Denn würden sie wirklich das Evangelium fördern wollen, dann würden sie auch gemäß dem Evangelium wandeln. It's a counterfeit, right? Es ist also eine Fälschung. Next quote. Nächstes Zitat, es beginnt mit im Wort Gottes. Yeah, in the Word of God we have instruction relative to special prayer for the recovery of the sick, but the offering of such prayer is a most solemn act, and should not be entered upon without careful consideration. In many cases of prayer for the healing of the sick, that which is called faith is nothing less than presumption. Many persons bring disease upon themselves by their self-indulgence. Okay, so it uses a person here. How does the person bring sickness upon themselves? Also es beschreibt jetzt hier eine Person. Wie kann eine Person Krankheit über sich selbst bringen? Self-indulgence. Okay. Does God deal with nations and men the same? Also durch diese eigenen Gelüste handelt Gott mit Nationen und Individuen auf dieselbe Art und Weise? Yes, right. Ja. So how does the nation bring this upon itself? Wie bringt also eine Nation diese Krankheit über sich hier? Because the Lord allows Satan to be loosed to punish them in measure for their sin, right? Weil der Herr dem Satan die Erlaubnis gibt, in einem gewissen Maße gelöst zu werden, um sie für ihre Sünde zu bestrafen. So everybody that caught the coronavirus, it's a judgment from whom? Deswegen, jeder, der das Coronavirus bisher bekommen hat, ist ein Gericht von wem? It's a judgment from God, right? Es ist ein Gericht Gottes. But Aber, Job, right here, was ist mit Hiob hier? when Satan came down to Job, what did the Lord allow Satan to do to Job? Als Satan hier herabkam, um Hiob zu testen, was hat der Herr dem Satan erlaubt, mit Hiob zu tun? To afflict him, right? Er hat erlaubt, den Hiob zu bedrängen. He got afflicted with boils from the sole of his foot to the top of his head, right? Hiob wurde dann von Kopf bis Fuß mit diesen Beulen besät. And these three friends, they came and accused him, saying, this is the judgments of God upon you, Und right? dann kamen diese drei Freunde und haben Hiob angeklagt und haben gesagt, sieh, das sind die Gerichte, die über dich, die Gerichte Gottes, die über dich gekommen sind. But what did the Bible say about Job? Aber was hat die Bibel über Hiob gesagt? That he was upright and righteous, right? Dass er aufrichtig und gerecht war. So basically, you have people that are transgressing God's laws and are going to be afflicted by this, right? Also wir haben also einmal Leute, die tatsächlich Gottes Gesetz übertreten und dann von diesen Krankheiten bedrängt oder betroffen sein werden. But the test will come because some people who are walking according to God's law will also be afflicted, Aber right? der Test wird dann auch über diejenigen kommen, die wirklich in Gottes Geboten wandeln. Die werden ebenso, zumindest einige von uns, dann mit diesen Krankheiten betroffen werden. And what do we have to discern? We have to discern between what is good and what is evil, Und was right? müssen wir dann unterscheiden können? Wir müssen in der Lage sein, zu unterscheiden, was ist böse und was ist gut. So Satan is the one that's bringing this, but it's their sin that brings it upon them, Also right? Satan ist derjenige, der dieses Virus bringt, aber es ist wegen ihrer Sünde, dass Satan das tun darf. But why did the Lord allow Satan to afflict Job? Aber warum hat Gott dem Satan die Erlaubnis gegeben, Hiob anzutasten? To prove to him that he was a liar, right? Um zu beweisen, dass Satan ein Lügner ist. Because the Lord said, if you afflict him, he will curse you to your face, right? Satan said. What did I say? Saints. Oh, excuse me. Also denn Satan hat ja gesagt, wenn du mir erlaubst, ihn anzurühren, dann wird Hiob dir ins Angesicht fluchen. Okay, so it's going to be a real test here, right? Deswegen es wird hier wirklich ein wahrer Test werden für uns. Okay. It says, many persons bring disease upon themselves by their self-indulgence. Nächster Absatz dann, viele Menschen bringen. They have not lived in accordance with natural law, the principles of strict purity. Others have disregarded the laws of health in their habits of eating and drinking, dressing, or working. Often some form of vice is the cause of feebleness of mind or body. Should these persons gain the blessing of health, many of them would continue to pursue the same course of heedless transgression of God's natural and spiritual laws. So why must you preach the gospel to them? Warum muss das Evangelium ihnen verkündigen? Tells you right there why. Sagt uns das hier, warum?
Because if you don't preach the gospel to them, as soon as you apply your medical missionary work upon them, they'll just continue on doing the same evils that brought the sickness upon them before, right? Deswegen, wenn du ihnen das Evangelium nicht verkündigst und sie heilen kannst durch diese medizinische Missionsarbeit, dann würden sie einfach in ihren falschen Gewohnheiten weiter fortfahren, die sie auch zuvor praktiziert haben. So it says, should these persons gain the blessing of health, many of them would continue to pursue the same course of heedless transgression of God's natural and spiritual laws, reasoning that if God heals them in answer to prayer, they are at liberty to continue their unhealthful practices and to indulge perverted appetite without restraint. If God were to work a miracle in restoring these persons to health, he would encourage sin. But who will encourage sin? Also er würde dann, wenn er diese Leute heilen würde, würde er Sünde sozusagen zur Sünde ermutigen. Aber wer ist es, der tatsächlich zur Sünde ermutigt? Those who make their health message their head. Diejenigen, die die Gesundheitsbotschaft zum Haupt machen. Right? Richtig? Right, because they're going to be healing people, but they are not curing them of their sin problem. Denn Right? sie werden die Leute zwar physisch heilen, aber sie werden sie nicht von ihrer Sündenkrankheit heilen. God will never encourage anybody in their sin, right? Gott wird niemals irgendjemand in seiner Sünde ermutigen. So when you're dealing with a human being, right, who's sick, right? Also wenn du mit einem menschlichen Wesen umgehst, das gerade krank ist, Okay, if they're a Christian, und wenn diese Person jetzt ein Christ sein sollte, the first thing you need to do is point them to their sin, right? ist das allererste, was du tun musst, du musst sie auf ihre Sünde hinweisen. Okay, with worldlings, they're not going to understand that, right? So you have to help them and to open their heart that they can receive the gospel. But one way or another, they have to understand that, right? Aber mit weltlichen Menschen ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Dann musst du erstmal ihre Herzen irgendwie erreichen, um ihnen das dann sagen zu können. Aber egal wie, wir müssen auf jeden Fall letztendlich zu diesem Ziel kommen, ihnen das weitergeben zu können. Either way, you have to tell them whether they will hear or whether they will forbear, right? Du musst ihnen das sagen, ganz gleich, ob sie das dann hören werden oder eben nicht hören werden. Okay, otherwise, what you're doing is you're exalting yourself, right? Denn ansonsten ist das Einzige, was du tust, ist letztendlich dich selbst zu erheben. You're bringing a natural remedy, you're applying it to a person and sending them away without dealing with the reason why it happened. Du wendest nämlich ein natürliches Heilmittel an und du erklärst ihnen aber nicht den Grund oder die Ursache für ihre Krankheit. And you then become their God, right? That's what's happening. The men are being lifted up instead of God. Wenn diese Right? Person dann geheilt wird, dann letztendlich verstehen sie nicht, warum das passiert ist und du bist dann an der Stelle Gottes. Next quote. Nächstes Zitat. Durch den Spiritismus. Through spiritualism, Satan appears as a benefactor of the race, healing the diseases of the people and professing to present a new and more exalted system of religious faith. But at the same time, he works as a destroyer. So he claims to be a benefactor to help you, but he's really destroying you. Also er gibt zwar vor, ein Wohltäter zu sein, aber in Wirklichkeit zerstört er dich. His temptations are leading multitudes to ruin. Intemperance dethrones reason. Sensual indulgence, strife, and bloodshed follow. Satan delights in war, for it excites the worst passions of the soul and then sweeps into eternity its victims steeped in vice and blood. It is his object to incite the nations to war against one another, for he can thus divert the minds of the people from the work of preparation to stand in the day of God. Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. Ist Absatz. He has studied the secrets of the laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God allows. So in the two tests of Job, here and here, God allowed him to go forth. Also in Right? den beiden Tests von Hiob, da hat der Herr dem Teufel die Erlaubnis gegeben, vorwärts zu gehen. So he understands all the elements of nature and he uses them as much as God allows. Und Satan Right? versteht diese ganzen Elemente der Natur und er benutzt sie so weit, wie Gott es ihm gestattet. When he was suffered to afflict Job, how quickly flocks and herds, servants, houses, children were swept away, one trouble succeeding another as in a moment. It is God that shields his creatures and hedges them in the power from the power of the destroyer.
but the Christian world have shown contempt for the law of Jehovah. And the Lord will do just what he has declared that he would. He will withdraw his blessings from the earth and remove his protecting care from those who are rebelling against his law and teaching and forcing others to do the same. So when this came, what has the Lord done? Also wenn das hier kam, was hat der Herr gemacht? He's withdrawn his blessing, Er right? hat seinen Segen zurückgezogen. He's saying, okay, you've gone enough now. I'm going to allow Satan to bring this upon you, right? Er hat letztendlich gesagt, okay, ihr seid jetzt zu weit gegangen, ich erlaube jetzt dem Teufel, das hier zu bringen. So all those medical professions out there that are being exalted right now, who are they fighting against? Nun, all diese Mediziner, die jetzt momentan erhöht werden, gegen wen kämpfen sie in Wirklichkeit? They're fighting against God, right? Sie kämpfen gegen Gott. The Lord is the one that allowed Satan to bring it, and they're now trying to overrule God's judgment, right? Also Gott hat erlaubt, dass Satan das hier bringen durfte und die Mediziner versuchen jetzt, das Gericht Gottes irgendwie außer Kraft zu setzen. But if you confess your sins, he promises that he'll heal you, right? Aber wenn du deine Sünden bekennst, dann verspricht Gott, dass er dich auch heilen wird, wenn du sie auch ablegst. So without the gospel, right, it's completely false. It's this false foundation that's been laid, Deswegen, right? ohne das Evangelium ist es einfach ein total falsches Werk, es ist ein falsches Fundament, was dann gelegt wird. Okay. So it says that he withdraws blessings from the earth, remove his protecting care from those who are rebelling against his law and teaching and forcing others to do the same. Satan has control of all whom God does not especially guard. He will favor and prosper some in order to further his own designs, and he will bring trouble upon others and lead men to believe that it is God who is afflicting them. Says it right there, right? Also sagt es hier genau, dass er die Probleme über die Menschen bringt und dann letztendlich die Menschen glauben macht, dass es Gott ist, der sie heimgesucht hat. So some of those who God is protecting, God will allow him to bring trouble upon them, right? Also einige, die Gott beschützt, da wird Gott es erlauben, dass Trübsale und Probleme über sie kommen werden. But ultimately he's testing the hearts of his people to see, are they going to accuse God's people or are they going to stand on the right platform? Aber letztendlich möchte Gott damit die Herzen offenbaren und schauen, ob sie jetzt Gottes Volk dann anklagen werden, wenn sie in Probleme gekommen sind, oder ob sie auf der richtigen Plattform stehen werden. It says, while appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies. How does he appear to them? Also wie tritt Satan auf? Als ein großer Arzt. A great physician, right? Als ein großer Arzt. Who can heal all their maladies. He will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin and desolation. Even now he's at work in accidents and calamities by sea and by land, in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves, and earthquakes. In every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. He sweeps away the ripening harvest, and famine and distress follow. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon both man and beast. The earth mourneth and fadeth away. The haughty people do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broke the everlasting covenant. So why do all these things come? Also warum kommen diese ganzen Sachen über die Erde? Because they make a Sunday law, right? Weil sie ein Sonntagsgesetz gemacht haben. I mean, they're all coming at the moment because of all the laws they're transgressing, but ultimately the perfect fulfillment is when they make that Sunday. Die ganzen Probleme heutzutage sind auch, weil sie Gottes Gesetz übertreten, aber diese perfekte Erfüllung von diesen Trübsalen hier am Ende der Welt wird dann wegen dem Sonntagsgesetz sein. Okay. So, when Nero burned Rome, who did he blame? Als Nero Rom niedergebrannt hat, wen hat er angeklagt dafür? Christians, right? Er hat die Christen dafür beschuldigt. Always the same. When we looked at this topic of the scapegoat, right? Satan is the scapegoat, but who's he going to put on the cross? Also auch als wir uns das Thema des Sündenbocks angeschaut haben, Satan ist ja in Wirklichkeit der Sündenbock, aber wen wird er als Sündenbock ans Kreuz bringen? Christ, right? Christus. He's going to look for a scapegoat
and put you in his place on the cross, right? Deswegen, er wird nach einem Sündenbock Ausschau halten und er wird dich an seine Stelle dort ans Kreuz bringen. So all those that stand for the truth are going to get blamed for the coronavirus, right? Also alle, die für die Wahrheit eintreten werden, sie werden letztendlich beschuldigt werden, schuld an diesem Coronavirus zu sein. In World War I, there was a military vaccination program, Und im right? Ersten Weltkrieg gab es ein Militärprogramm zur Impfung. In the US Civil War, which was a parallel to this, right? Und auch im US-Bürgerkrieg, was eine Parallele hierzu ist, The war between the North and the South, dieser Krieg zwischen Nord und Süd, there was also a military vaccination program. da gab es auch ein militärisches Impfungsprogramm. When you refuse to take that vaccination, they're going to blame you for all the trouble, right? Wenn du es ablehnen wirst, diese Impfung zu dir zu nehmen, dann wirst du beschuldigt werden für all diese Probleme. You can be absolutely sure of it, right? Kannst du sicher sein. Okay, next quote. We're Nächstes just coming Zitat. to the close, Wir right? kommen jetzt zum Abschluss. Es beginnt mit sollen die Ärzte dann. Then shall physicians continue. So then shall physicians continue to resort to drugs, which leave a deadly evil in the system, destroying that life which Christ came to restore. So what's she paralleling that sentence with? Womit setzt sie dir jetzt diesen Satz parallel? Christ is the restorer, Satan is the destroyer. Christus ist der Wiederhersteller, aber Satan ist der Zerstörer. So what is Satan using to destroy? Was benutzt Satan, um zu zerstören? Drugs. Also hier Medikamente. You know, there's lockdown in Vienna, right? And all around the world, many places there's a lockdown. Also in vielen Stellen oder Orten der Welt gibt es ja momentan diesen Abriegelungen. But you're allowed to go to their hospitals and you're allowed to go to the drugstore, right? Aber du bist immer noch erlaubt, zu den Krankenhäusern zu gehen oder zu den Apotheken. Right? Okay, because it says here, Christ's remedies cleanse the system, but Satan has tempted man to introduce into the system that which weakens the human machinery, clogging and destroying the fine, beautiful arrangement of God. The drugs administered to the sick do not restore, but destroy. Drugs never cure. Instead, they place in the system seeds which bear a very bitter harvest. Where's the bitterness come? Wo kommt diese Bitterkeit auf unser Leben? Right here, right? Hier im Mitternachtsruf. It's going to bring a bitter harvest to those people that accept that vaccination, I can assure you. Also es wird eine bittere Ernte mit sich bringen für diejenigen, die diese Impfung annehmen werden. Our Savior is the restorer of the moral image of God and man. He has supplied in the natural world remedies for the ills of man, that his followers may have life and that they may have it more abundantly. We can with safety discard the concoctions which man has used in the past. Right? So, all the things of the past are pointing to where? Alle Dinge der Vergangenheit weisen worauf? The end of the world, right? Das Ende der Welt. Okay. So Sister White says she'd rather go to a lawyer than a worldly doctor. Ellen White hat gesagt, ich gehe lieber zu einem Anwalt als zu einem weltlichen Arzt. Okay. The doctors that she speaks about, the physicians, pray to God to operate upon people. They're not the physicians you find in these worldly hospitals, right? Deswegen diese Doktoren, worüber sie viel spricht, sind dann diese Doktoren oder Ärzte, die unsere Ärzte sind, die nicht nach diesen weltlichen Prinzipien handeln. I mean, the Lord has these people. They will be there at the end of the world, right? Der Herr wird diese wahren Ärzte haben hier am Ende der Welt. And there will be a clear distinction between the worldly practices of health and godly practices of Da wird health. es einen klaren Unterschied geben zwischen den weltlichen Praktiken der Ärzte und den göttlichen Praktiken der Ärzte. Okay, last verse and we'll close. Letzter Vers und dann schließen wir ab. Go to Revelation 18. Gehen wir zu Offenbarung Kapitel 18. Now, Revelation 18 is talking about the punishment that comes upon this woman right here. Und Offenbarung 18 spricht über diese Bestrafung, die hier über diese Frau ergehen wird. Verse 23. Offenbarung 18, Vers 23. It says, And the light of a candle shall shine no more at all in thee, and the voice of the bridegroom and of the bride shall be heard no more at all in thee. For thy merchants were the great men of the earth,
For by thy sorceries were all nations deceived. By the what? Also durch was wurden alle Völker verführt? By the sorceries, right? Durch ihre Zauberei. Now when you look up that word, right, it means medication. Und wenn du dieses Wort nachschaust im Griechischen, steht da Medication, also The Medikation. Greek word is pharmakia, Das griechische Wort ist Pharmakia, which is pharmacy, right? was nichts anderes als Pharmazie ist. So Satan is this God who uses all the nostrums from nature, saying that he is your great benefactor, but really he is your destroyer. Satan benutzt diese ganzen Nostrums, Concoctions. also diese ganzen Mischungen aus der Natur und möchte sich dann als dein Wohltäter darstellen, aber in Wirklichkeit ist er dein Zerstörer. The Bible is very clear, brothers and sisters, Die Bibel ist sehr deutlich in diesem Punkt. that we are his temple, right? Die Bibel sagt, dass wir Gottes Tempel sind. And the only way you're getting into heaven is if this temple is clean. Und die einzige Art und Weise, wie wir in den Himmel kommen, ist, dass wenn dieser Tempel rein ist. Because only when it's clean and pure and spotless will Christ reign on your heart. Denn nur wenn dieser Tempel rein und fleckenlos ist, kann Christus auf deinem Herzen sitzen und regieren. If you willfully accept any poisonous drugs into your system, Christ is not sitting on your heart. Wenn du bewusst irgendwelche vergiftenden Substanzen in deinen Körper aufnimmst, dann sitzt Christus nicht auf deinem Herzen. But Satan will be sitting right there, Aber Satan wird genau dort dann sitzen. encouraging you in your sin. Und er wird dich ermutigen, in deiner Sünde weiter fortzufahren. So we really need to understand these deceptions that are coming here are going to be great, right? Deswegen, wir müssen unbedingt verstehen, dass diese Täuschungen, die hier kommen werden, riesengroß sein werden. Amen. Amen. Okay, we need to study this out very closely. Wir müssen dieses Thema wirklich sehr genau für uns selbst studieren. Let's close with prayer. Lass uns mit einem Gebet abschließen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, Lord, there's terrible times before us, ja, es sind schreckliche Zeiten, die vor uns liegen. and Satan is just waiting to have the opportunity to deceive us, Und Satan wartet nur darauf, auf die Möglichkeit, uns zu verführen, and then thereafter to destroy us. um uns danach zu zerstören. But Lord, you've promised if we walk in your ways that you will protect and shield us, Aber Herr, du hast versprochen, dass wenn wir in deinen Wegen wandeln, dann wirst du uns beschützen und beschirmen, that you will be a refuge to us in the time of storm. dass du eine Zuflucht für uns sein wirst in der Zeit des Sturms. Lord, nothing can draw us out of that refuge Und Herr, nichts kann uns aus dieser Zuflucht entreißen, except we make a decision to follow Satan instead of Christ. es sei denn, dass wir eine Entscheidung treffen, Satan zu folgen, anstatt Christus. So please help us to ensure that our feet are on a solid platform, Deswegen bitte hilf uns, dass wir sicherstellen, dass unsere Füße auf einer sicheren Plattform stehen, that we would walk by every word of God, dass wir gemäß jedem Wort Gottes wandeln and that we would study to show ourselves approved, und dass wir studieren, um uns selbst als bewährt zu erweisen, that we are able to discern between good and evil. sodass wir in der Lage sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. And I pray that you'll continue to bless us and help us to understand these things. Und ich bete, Herr, dass du uns fortfährst zu segnen und uns helfen mögest, diese Dinge zu verstehen. And we ask all this in the name of Jesus. Und wir bitten all dies im Namen Jesu. Amen. Amen.